Der Flugverkehr wird als die sicherste Möglichkeit gesehen, um die Welt zu reisen. Aber wenn das Schlimmste eintrifft, dann helfen wir dir dabei. Hier werfen wir einen Blick auf Dinge, die dir helfen, einen Flugzeugabsturz zu überleben. 90 Sekunden. Nun, die Chancen, dass du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommst, liegt bei ungefähr 1 zu 11 Millionen. Die US-Bundesbehörde für Luftfahrt veröffentlichte einen Bericht, welcher besagt, dass 40% aller Todesfälle durch einen Flugzeugabsturz überlebensfähig wären. Nehmen wir einmal an, dass das Flugzeug am Boden aufprallt und du nicht sofort stirbst. Was tust du? Die guten Neuigkeiten sind, dass du eine gute Chance hast, lebend aus dem Flugzeug zu kommen. Die schlechte Nachricht ist, dass du nur eine limitierte Zeit dafür zur Verfügung hast. Viele Flugzeugtodesfälle geschehen nicht aufgrund von dem Absturz, sondern meist wegen den unglaublichen Flammen, die in einem Flugzeug nach dem Absturz entfachen. Es ist ja gut und recht, wenn du dich zuerst mal abcheckst und realisierst, dass du nicht tot bist und dass du deinen Schutzengeln dankst. Aber tu das einfach, nachdem du aus dem Flugzeug gekrochen bist. Feuer kann sich in einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit verbreiten. Somit sagen Experten, dass du ca. 90 Sekunden hast, um zu entkommen. Es wird auch gesagt, dass diese Zahl eigentlich viel höher ist. Und durch eine Umfrage stellte sich heraus, dass die meisten Piloten glauben, dass sie ungefähr 30 Minuten haben, um alle Dinge einzusammeln und alle aus dem Flugzeug zu bekommen. Leider ist Feuer schneller als das und somit wird es alles zerstören. Also, erinnere dich daran, dass du deinen feierlichen Champagner trinkst, wenn du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist. Mit diesem Evakuierungszeitlimit im Kopf veröffentlichte FAA eine Studie über jene, die einen Absturz am wahrscheinlichsten überleben. Und die Antwort hat ein wenig mit deinem gesundheitlichen Zustand zu tun. Junge, schlanke Männer haben die größte Chance zu überleben und alte, dicke Frauen haben die geringste. Wie fit eine Person ist, kann ungefähr 31% der Evakuierungszeit ausmachen, was Sinn macht. Wenn du nur 1,5 Minuten Zeit hast, aus einem Flugzeug zu entkommen, dann ist es hilfreich, wenn dein Körper schnell reagieren kann. Genauso ist es hilfreich, wenn du Dinge, die sich auf deinem Weg befinden, entfernen musst oder durch einen engen Durchgang kriechen musst. Dick und nicht wirklich fit zu sein, mag dich daran hindern, deinen Entkommensplan durchzuführen. Dieses Übergewichtsproblem kann nicht nur zu einem Problem für dich werden. Andere Passagiere stehen auch einem Risiko gegenüber, wenn du nicht fit bist. Tödliche Engpässe können auftauchen, wenn eine dickere Person versucht, sich durchzuquetschen. Das verlangsamt den Evakuierungsprozess für die Menschen hinter einem und so kann die 90-Sekunden-Grenze überschritten werden. Bei einem Landeaufprall im Jahr 1991 fanden die Ermittler die Überreste von 10 Menschen, die sich hinter einem dickeren Mann befanden, der nicht durch den Durchgang passte und somit alle mit in den Tod zog. Großes Flugzeug. Größer ist besser ist nicht immer wahr. Aber in diesem Fall ist es definitiv sicherer, wenn es zu Flugzeugabstürzen kommt. Größere Flugzeuge wie eine 737 nehmen durch die Masse einiges vom Aufprall ab. Und das macht den Absturz weniger tödlich für die Passagiere und den Piloten. Kleine Flugzeuge jedoch haben eine fast doppelt so hohe Unfallrate und die Piloten sind häufig weniger erfahren und eher überarbeitet wie jene eines größeren Flugzeuges. Um das alles noch zusammenzufassen: Je größer das Flugzeug, desto sicherer ist es. 5 Reihen. Also, wenn du je in einen Flugzeugabsturz verwickelt bist, wo möchtest du dann sitzen? Viele Mechaniker sagten ursprünglich, dass die letzte Reihe eines Flugzeuges die sicherste sei, basiert auf einer Studie von jedem Absturz in den USA. Kürzliche Forschungen von Experten sagen, dass dies jedoch nur der Fall ist, wenn die Nase des Flugzeuges nach unten senkt. Wenn man aber betrachtet, dass das Flugzeug auf verschiedene Arten und aus unterschiedlichen Höhen abstürzen kann, dann ist es am besten, wenn du dich nicht mehr als 5 Reihen von einem Notausgang befindest. Das minimiert die Distanz und die Zeit, die du benötigst, um aus dem Flugzeug zu kommen. Wie zuvor erwähnt, kann das überlebenswichtig sein. Wenn du mehr als 5 Reihen von einem Notausgang entfernt sitzt, dann sind deine Chancen geringer. Diese Regel wird die 5-Reihen-Regel genannt. Laut dieser Regel ist der beste Sitzplatz jener, der sich am Gang der Ausgangsreihe befindet. Während andere Sitzplätze bestimmt gemütlicher sind, wie zum Beispiel nahe bei den Toiletten, hast du eine 64%ige Chance zu überleben, im Vergleich zu den 58, die du hättest, wenn du einen Fensterplatz buchst. Obwohl du gerne vor einer Wand sitzt, hat ein Sitz vor einem viel mehr zu bieten, wenn es zu einem Absturz kommt, als eine Wand. Das sind keine harten Fakten, denn es kann genauso passieren, dass der Ausgang, welchen du wählst, blockiert ist. Aber die allgemeine Idee hinter der 5-Reihen-Regel sollte dich sicherer halten.
Reaktion. Sind wir mal ehrlich, wenn ein Feueralarm in einem Einkaufszentrum oder in einem Klassenzimmer losgeht, dann warten wir meistens, was die anderen Menschen tun, bevor wir selbst reagieren. Unser Gehirn reagiert wie in normalen Situationen. Wir glauben, dass das, was passiert, gar nicht so schlimm ist. Was dazu führt, dass auch niemand anderer ausflippt. Das führte bereits schon zu Tausenden von unnötigen Flugzeugabsturz-Todesfällen. Herumzukriechen und nach deinem Handgepäck zu suchen, anstatt das Flugzeug sofort zu verlassen, das ist das Schlimmste, das man tun kann. Im Falle des Flugzeugabsturzes in Teneriffa, dem schlimmsten Flugzeugdesaster in der Geschichte, hätten viele Passagiere überleben können. Aber die meisten haben nicht schnell genug reagiert. Ein 68-jähriger Mann namens Paul Heck packte die Hand seiner Frau und zog sie aus dem Flugzeug, genauso wie weitere 68 Menschen, die überlebten. Leider reagierten 320 Passagiere nicht schnell genug. Laut Heck saßen die meisten in dessen Sitz und reagierten, als wäre alles gut gewesen, sogar als das Flugzeug Feuer fing. Wenn mehr Menschen versucht hätten, aus dem Flugzeug zu kommen, dann hätten mehr Menschen überlebt. Einen Blick auf die Notausgänge zu werfen, wenn du in ein Flugzeug steigst, hilft dir dabei, schneller zu reagieren. Zu wissen, wo sich die Ausgänge befinden und die Reihen zu zählen, sodass du bei möglicher Dunkelheit deinen Ausgang erfüllen kannst, ist wichtig. Der Reaktionsplan ist wichtig, da es nicht sicher ist, dass dir die Flugbegleiter helfen können. Zu diesem Zeitpunkt musst du mit deinem eigenen Überlebensplan aufkommen. Eine Studie zeigt, dass in über 40% aller Abstürze die Flugbegleiter nicht in der Lage waren, den Passagieren zu helfen. Karte. Das ist vielleicht offensichtlich und muss nicht unbedingt erwähnt werden, aber es ist sehr hilfreich, die Sicherheitskarte durchzulesen, die sich im Sitz vor einem befindet. Einen Blick auf diese Karte zu werfen, kann dir bei der schlimmen Situation vielleicht helfen. +3, -8. Wachsamkeit ist wichtig. Du kannst nicht total verspannt sein und gleichzeitig bereit für einen 9-stündigen Flug sein. Laut Flugermittlern gibt es eine einfache Regel. Diese wird +3, -8 Regel genannt und sie handelt von den 3 Minuten nach Abflug und 8 Minuten vor der Landung. Knappe 80% aller Vorfälle, die zu Abstürzen führen, finden in diesem kleinen Zeitfenster statt. Zwischen diesen Zeiten sinkt die Chance auf einen Absturz drastisch. Also, wenn du es vermeiden möchtest, dann sei in dieser Zeit sehr wachsam. Schlafe nicht und sei nicht betrunken. Und vergewissere dich, dass deine Schnürsenkel gebunden sind. Das heißt nicht, dass du in diesem Zeitfenster paranoid werden solltest. Aber sei einfach bereit. Sauerstoff. Die Sauerstoffmasken sind Teil jeder Sicherheitsmaßnahmen. Und es ist sehr wichtig, diese schnell anzubringen. Die Flugzeugkabinen weisen einen hohen Druck auf, also kannst du in einer Höhe von 10.000 Metern nicht atmen. Sobald die Kabinen den Druck verlieren, passieren viele schlimme Dinge. Das Schlimmste ist jedoch, dass du kaum Sauerstoff in deinen Blutkreislauf bekommst. Also, bringe die Maske an und du weißt schon, atme. Laut neuen Studien glauben die meisten Menschen, dass sie ohne Maske für knapp eine Stunde überleben würden. Aber hierbei handelt es sich eher um Sekunden. Ein paar Sekunden ohne Sauerstoff können deine mentalen Funktionen schwer beeinträchtigen. Und das verringert deine Chancen, aus dem Flugzeug zu entkommen. Wenn es zu Bedürfnissen kommt, dann ist Sauerstoff für das Gehirn sehr, sehr wichtig. Die Position, die du vor dem Aufprall einnimmst, kann genauso wichtig für dein Überleben sein. Die Bremspositionen mögen vielleicht bescheuert aussehen, aber sie funktionieren und schützen deinen Kopf, wenn dieser in den Vordersitz prallt. Diese Positionen verringern auch die Beweglichkeit der Gliedmaßen, was dir einen Arm oder ein Bein retten könnte. Vergiss nicht, deinen Sitzgurt anzubringen. Diese wurden so hergestellt, dass sie 1350 Kilogramm Kraft auf sich nehmen können. Das ist ungefähr 3-mal so viel, wie dein Körper benötigt, bevor du bewusstlos wirst. Es ist erwähnenswert, dass der Gurt die sicherste Option ist. Gepäck. Die meisten Überlebensfakten, die wir hier erwähnt haben, handeln um ein Zeitlimit. Wenn das Flugzeug am Boden aufkommt und du überraschenderweise den Aufprall überlebt hast, dann zerstöre das Wunder nicht, indem du nach deinem Gepäck suchst. Das wird nicht nur deine Zeit verringern, um zu entkommen, aber du wirst auch nicht mehr in der Lage sein, die wichtigen Dinge im Auge zu behalten, nämlich dein Leben und das Leben deiner Geliebten. Lass das Gepäck zurück und schnapp dir deine Kinder. Der Plan könnte aufweisen, dass du mit deinem Partner darüber reden solltest, wer sich im Falle eines Absturzes welches Kind schnappt. Das ist zwar logisch, aber wenn du unter diesem Zeitdruck aus dem Flugzeug rennst, dann vergiss deine Kinder nicht. Du wirst unter Schock stehen und das mehr als in jeder anderen Situation zuvor.
Somit bist du hoffentlich in der Lage, dein Kind zu packen, bevor du einen heldenhaften Abgang machst.